Ausweis bitte. Was ist denn da los? Ich habe den Befehl, Sie zu verhaften. Ihre Aktentasche. Bitte folgen. Das ist einer vom 20. Juli. Danke. Ausweis bitte. Ich war ja hier gestern Abend. Ich wollte ja fahren, aber da kam doch Fliegeralarm kam und da... So, und dann sind Sie einfach nach Hause gegangen? Ja, weil ich dachte, er fuhr nicht mehr, der Zug. Er fuhr aber. Nachts um 12 Uhr ging er los. Wissen Sie, was das heißt? Sag mir, was ich machen soll. Blauer Schell steht drauf, da komm ich doch gar nicht mehr hin, Mensch, oder? Lest ihr denn den Wehrmachtsbericht nicht? Was wollen Sie denn? Telefonieren. Dann müssen Sie zur Post gehen. Ach so, verzeihen. Herr Schulz, da will mal. Danke, danke. Ich wähle selbst. Was ist denn das für eine? Danke. Eine amerikanische? Ja, ich aus Spanien mitgebracht. Abteilung 6, bitte. Kommen Sie aus Spanien? Ihre Waffe bitte. Er steht auf der Liste. Hauptmann von Mansfeld. Hat einen Marschbefehl nach Rom. Und wahrscheinlich ein Vetter im Vatikan. Bitte abgeholt? Wagen ist schon unterwegs. Bitte folgen. Oberst Sommerfeld, bitte. Gimpel? Gott sei Dank, dass Sie da sind. Kommen Sie sofort her, ich erwarte Sie dringend. Gimpel ist da von Hagen. Sagen Sie sofort alle anderen Besprechungen ab. Ja. Hallo, Ehlers. Tag, Erich. Zurück aus dem sonnigen Süden? Warum bist du nicht da geblieben? Was weiß ich warum? Ihr wollt ja was von mir. Was ist los? Du sollst den Krieg gewinnen. Ein bisschen spät. Was ist denn? Die geheimste Kommandosache des Krieges. Aber hier im Amt weiß es jeder. Ich an deiner Stelle wäre in Spanien geblieben. Du machst mich neugierig. Sehen wir uns später. Ja, wenn du nachher einen Cognac brauchst. Ich hab... Hallo, Inge. Erich. Bitte nicht. Was denn? Hast du inzwischen geheiratet? Nein, aber... Freust du dich nicht, dass ich gekommen bin? Doch. Aber, du, ich hab dir was mitgebracht. Pariser Parfum. Das gab's noch in Madrid. Danke. Sehen wir uns heute Abend? Wenn du nachher noch Lust hast. Herr Gimpel ist da. Du kannst gleich reingehen. Bis gleich. Tag, lieber Gimpel. Verzeihung, Herr Oberst, ich wusste nicht, dass... Soll ich später? Nein, Ihretwegen sind Sie alle hier. Was denn, meinetwegen? Ja. Bitte sorgen Sie für Cognac, Schäfer. Jawohl, Aus. Oder möchten Sie Kaffee? Sind Sie müde? Ein bisschen schon. Aber jetzt bin ich wirklich neugierig. Das können Sie auch sein, bei Gott, das können Sie sein. Ich finde, meine Herren, wir fangen gleich an. Und Sie wissen, Gimpel, dass wir Sie für einen unserer fähigsten Leute halten. Danke. Sie haben großartig gearbeitet. Darin bin ich mit allen Herren einig. Sie haben Fantasie, sind intelligent und haben großen persönlichen Mut. Hört sich an, als wollten Sie mir einen Orden verleihen, Herr Oberst. Orden? Wieso? Nein. Das heißt, dass wir Ihnen den Auftrag zutrauen, von dem ich gleich sprechen werde, ist sowas wie ein Orden. Wissen Sie, was das Atom ist? Haben Sie das Wort schon mal gehört? Natürlich. Bitte, Doktor, erzählen Sie. Ich weiß nicht, wie weit ich physikalische Kenntnisse voraussetzen kann. Warten wir es ab. Worum geht es? Dem deutschen Professor Hahn gelang es vor dem Kriege, Uranium zu spalten und damit Atomkernkraft freizumachen. Ich weiß. Die Forschungsergebnisse Hahns kamen nach Amerika. Die Amerikaner erkannten sofort, dass Deutschland bei Fortsetzung dieser Arbeiten sehr bald in der Lage sein würde, die Kernenergie für kriegerische Zwecke einzusetzen. Für eine Bombe, verstehen Sie? Für eine Atombombe. Und so begann Amerika unverzüglich die Herstellung einer solchen Bombe in Angriff zu nehmen. Und? Haben Sie sie? Tja, das ist es ja gerade. Wir wissen es nicht. Wir wissen eine ganze Menge. Das Ding läuft unter dem Namen Manhattan-Projekt. Wir können Ihnen Namen sagen, Adressen von Leuten, über die Sie an das Projekt herankommen können. Wie meinen Sie das, herankommen? Ja, dass Sie rübergehen müssen. Was denn, ich? Nach den Vereinigten Staaten? Ja, Sie sind unser bester Mann. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Hören Sie, Gimpel, es bleibt uns nichts anderes übrig. Lassen Sie sich erzählen, was es heißt, die Atombombe zu haben. Wer sie zuerst hat, gewinnt den Krieg. Verstehen Sie? Egal, wo wir stehen. Ob an der Oder oder wieder im Kaukasus. Das spielt keine Rolle. Was passiert, Doktor, wenn man eine Atombombe wirft? Ja, das wage ich kaum auszusprechen.
Eine Atombombe hat die Kraft von Millionen Tonnen Dynamit. Was passiert? Totale Vernichtung in einem Umkreis von mehreren Kilometern durch einen Lichtblitz, in dessen Kern 6000 Grad Celsius herrschen. Dann kommt eine Druckwelle, die jedes Haus zum Einsturz bringt und ungedeckt stehenden Menschen die Haut vom Leibe reißt, wenn sie nicht schon vorher verbrannt ist. Und nicht zu vergessen die Radioaktivität an sich. Danke. Das reicht. Ja, Gimpel. Deswegen haben wir Sie hergeholt. Wir müssen wissen, wie weit die Amerikaner sind. Nicht nur, wie weit sie sind, sondern alles, was sie in Erfahrung bringen können. Jede Kleinigkeit ist wichtig. Wir brauchen technische Details, Formen, Zeichnungen, Konstruktionspläne. Wo wird die Bombe gebaut? Wie liegen die Werke zueinander? Wo sind die empfindlichen, die angreifbaren Punkte? Wie kann man die Fertigung lahmlegen? Und das alles als Auftrag an einen einzelnen Mann. Lieber Oberst, ich glaube... Wer sagt denn einen einzelnen Mann? Wie mache Sie mit dem ganzen Auftrag bekannt? Sie sind der Erste, den wir darauf ansetzen, sozusagen als Kundschafter. Ich schicke so viele Leute rüber, wie nötig sind. Von hier oder von Südamerika. Dort wartet eine ganze Organisation, die nur für Sie da ist und mit der Sie ständig in Verbindung stehen über... Was ist da veranlasst, Herr Becker? Versteckte Meldung im Inseratenteil einer südamerikanischen Zeitung. Welcher Zeitung? Herr Brenzach. Die kriegen Sie in ganz Amerika. Und der Schifferschlüssel für die Meldungen? Ist schon ausgearbeitet. Moment. Das ist alles ganz gut und schön, aber das ist doch utopisch. Ich meine, der ganze Plan als solcher. Wie soll ich dann da rankommen? Wo liegt da überhaupt eine Chance? Die Chance, die Sie haben, ist vielleicht nicht groß. Aber wir müssen auch die kleinste Chance wahrnehmen. Die unwahrscheinlichste Chance muss uns genügen. Aber vielleicht genügt sie mir nicht. Entschuldigen Sie, Herr Oberst, aber den elektrischen Stuhl sehe ich mir lieber auf Bildern an. Deswegen ist es auch ein Auftrag, den Sie freiwillig übernehmen sollen. Danke. Aber es ist doch... Wie soll ich da überhaupt rüberkommen? Bitte, Major Schüssler. Es gibt eine Möglichkeit mit einer spezial ausgerüsteten Focke-Wulf. Sie müssten mit dem Fallschirm abspringen. Focke-Wulf bis Amerika hin und zurück? So viel Treibstoff hat sie ja gar nicht. Zurück? Könnte sie allerdings nicht. Das ist doch ein Wahnsinnsunternehmen. Sie können auch mit einem Frachter. Falsche Papiere, alles, das ist doch kein Problem. Sie müssen von Südamerika einreisen. An der Ecke kennen Sie mich. Bitte, Kapitän Roloff. Ich finde am aussichtsreichsten die Überfahrt mit einem U-Boot. Würden wir das kriegen? 2, wenn Sie wollen. Den ganzen Rest der Flotte können Sie haben. Die amerikanische Küste ist die bestbewachte der Welt. In der Höhe von New York gibt es nur 2 oder 3 Buchten, die sich eignen. Das wissen die Amerikaner auch. Ich dachte an die Frenchman Bay. Ja, wer? Führer Hauptquartier? Hier, Oberst Sommerfeld. Sind Sie noch drin? Ja? Und? Angst um ihn? Nein, weil er macht es nicht. Kann er gar nicht. Weil es Wahnsinn wäre. Wenn Sie mich fragen, ich wette, er macht es. Gut, nehmen wir an, die Landung klappt, obwohl die Chance 1:100 steht. Was mache ich dann? Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, um aufzufallen. Machen wir uns nichts vor, meine Herren. An Europäer riecht man auf 100 Das sind doch keine Gründe, Gimpel. Wir besorgen Ihnen alles, was Sie brauchen. Was ich brauche, will ich Ihnen sagen. Einen Mann, der mitgeht. Und der müsste Amerikaner sein. Ein Waschechter. Ich war noch nie in New York. Ich brauche einen, der mir sagen kann, wie ich vom Bahnhof zum Broadway komme, wie man sich die Haare schneiden lässt, wie weit man die Hosen trägt, wie man eine Zigarette mit den Fingern wegschnippt. Irgend so einen Durchschnittsburschen brauche ich, der mir das alles sagt. Und auf den ich mich verlassen kann. Und können Sie doch haben. Kapitän Roloff, sämtliche Gefangenenlager durchkämmen, Konsulate benachrichtigen, unsere Dienststelle im Ausland. Das ist eine gute Idee. Und da finden wir bestimmt. Kein Problem, Gimpel. Tun Sie so, als hätten Sie ihn schon. Los, Roloff. Jawohl, Oberst. Sie sehen, Gimpel, wie wichtig uns das ist. Sie kriegen, was Sie brauchen. Dollars, 50.000, 100.000 in Gold oder Diamanten. Nur sagen Sie ja. Das ist verrückt. Ich habe das Gefühl, wenn ich dazu Ja sage, lege ich mir selber den Strick um den Hals. Niemand von uns will, dass Sie sich belügen. Aber es ist der fantastischste Auftrag, der je vergeben wurde. An Sie, Herr Gimpel. Geh nach Amerika. Sie werden dich verhaften. Sie werden dich aufhängen. Na und? Sterben kann ich hier auch. Erich. Ich mache nun mal solche Sachen. Ein solcher Auftrag wird in der Welt nur einmal vergeben. Verstehst du nicht, dass das einen Mann reizt? Ihn einfach reizen muss. Außerdem,
Möchtest du, dass Atombomben auf Deutschland fallen? Die sie jetzt werfen, sind schon schlimm genug. Oder? Du kennst doch den Fall Pretorius. Ja. 8 Mann wurden damals rübergebracht nach Amerika. Auch mit U-Booten. Die waren noch nicht da, da wussten die drüben schon, dass sie kommen. Und gelandet sind sie auf dem elektrischen Stuhl. Ja, ich weiß. Aber du hast die Akten nicht gesehen. Haben wir alles gesammelt, Akten und Fotos. Willst du sehen, wie ein Mensch aussieht, dem man elektrischen Strom durch den Leib jagt? Ein hübsches Bild. Zeig ich dir morgen. Danke. Sehr lieb von dir. Ich bin jetzt 4 Jahre bei der Abwehr. Hab eine Menge mit angesehen. Soll ich dir sagen, was das ist, Spionage, falls du doch nicht darüber nachgedacht hast? Ein dreckiges Geschäft ist das. Ein dreckiges Geschäft. Und du verlierst dein Leben dabei. Das ist alles. Hier ist der Punkt. Da würden Sie landen. Wassertiefe schwankt um 20 Meter. Ich könnte nah ran. Und wie ist die Bucht gesichert? Wahrscheinlich durch einen Zerstörer. Natürlich durch Radar und Horchgeräte. Das heißt? Dass die Gefahr einer vorzeitigen Deckung zu 90% besteht. Man muss natürlich etwas Glück haben. Ich meine, warum sollte man kein Glück haben? Immer arbeiten ja Horchgeräte auch nicht. Ja? Herr Oberst, ich sollte Sie herausbitten. Ich komme. Entschuldigung. Ihre ehrliche Meinung, Kapitän. Na nu. Seit wann wird man bei uns um seine ehrliche Meinung befragt? Ich möchte sie wissen. Mein lieber Gimpel, das Ganze ist ein Himmelfahrtskommando, wie es im Buche steht. Gimpel, Ihr Amerikaner ist da. Steht draußen. Was, Sie haben wirklich einen gefunden? Prachtbursche, genau der Richtige. Den muss ich mir ansehen. Bis gleich. Hallo. Hi. Also das ist er. Billy Cole. Großartiger Kerl. Richtiger Amerikaner. Wir hatten einen deutschen Vater und er hasst Amerika. Was, Billy? Ja. Warum hassen Sie Amerika? Wieso, warum? Ich hasse es eben. Erzähl doch die Geschichte von deinem Vater. Er hat einen deutschen Vater und der wurde interniert. Wo, Billy? Pearl Harbor. Da haben sie ihn fertig gemacht. Ich meine, da ist er gestorben. Und seitdem hasst Billy Amerika. Er ist großartig, genau der Mann, den wir gesucht haben. Er ist in Boston geboren. Echter als er kann keiner sein. Und wie ist er hierher gekommen? Erzählen Sie, Billy. Er ist desertiert, übergelaufen. Er hat einfach eine zu große Wut auf Amerika. Stimmt's, Billy? Ja. Mit mir können Sie machen, was Sie wollen, wenn es bloß gegen die geht. Hm? Gefällt er Ihnen? Gut. Trinkt er? Wieso? Ein bisschen. So viel wie Sie oder wie ich. Wie ist es mit dem Trinken, Billy? Was soll damit sein? Er trinkt nicht so viel, keine Angst. Übrigens sind die Koffer gekommen, so wie Sie sie gewollt haben. Na, sieht der aus wie ein amerikanischer Koffer? Genau. Haben wir alles besorgt. Schuhe, Hemden, Uhren. Na, was ist, Billy? Sind die echt? Wie aus dem Kaufhaus in Boston. Hat einen doppelten Boden, da kommt das Funkgerät rein. Das ist der neueste und modernste Kurzwellensender, den wir haben. Gut. Wovon kann der Lanzer denn schon träumen? Er träumt von seinem Mägdelein, das er küsste unter Waldesbäumen. Bei manch Verliebten stell dich ein, hat sie ja so gerne und aus weiter Ferne denkt er nur. Was machst du für ein Gesicht, Mädchen? Das ist unser letzter Abend. Wovon kann Wohin der schaust Lanzer denn schon träumen? Billy? Gefällt er dir nicht? Nein. Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht sagen, aber ich spür's. Er wird dich verraten. Irgendwann. Dann stehst du da und weißt nicht, was du machen sollst. Ach was. Billy ist in Ordnung. Ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Du machst dir immer was vor, Erich. Solange ich dich kenne, hast du dir immer was vorgemacht. Du siehst die Dinge gar nicht, wie sie sind. So. Alles, was du machst, machst du nur aus Eitelkeit, aus ich weiß nicht aus was. Vielleicht macht es dir Spaß zu denken, dass du, Erich Gimpel, jetzt gegen die Vereinigten Staaten losgehst. Du allein. Das ist aber ein hübscher Abschiedsabend, du. Du sagst, du liebst mich. Aber das stimmt nicht. Auch da machst du dir was vor.
Du kannst gar nicht lieben. Dich selbst liebst du, sonst nichts. Was ist denn los mit dir? Du weißt gar nicht, was Liebe ist. Aber vielleicht lernst du es noch. Wahrscheinlich dann, wenn du es nötig hast. Liebste selber küsst. Hallo, wie geht's? Mir gefällt's hier. Freut mich, Willi. Nimm dir ein Beispiel an Willi. Der nimmt's leicht. Bitte, Erich, bleib hier. Noch kannst du zurück. Du kannst morgen sagen, dass die Sache einfach zu unmöglich ist. Was zeichnest du da? Die Frenchman B. Die Stelle, an der wir landen werden. Wenn alles gut geht. Ruhig mal reinsteigen. Der Kapitän, Unterdeck ist auch klar. Danke. Klar bei Entlüftung. Entlüftungen sind klar. Fluten! Fluten! Auf Seerohrtiefe gehen. Seerohrtiefe ist angesteuert. Wieder Feierabend mit der frischen Luft? Tja, tut mir leid. Aber wir haben es ja bald geschafft. Wie lange noch? 2 Tage noch, da sehen wir das Feuer von Desert Rock. Sie werden es kaum glauben, Kapitän, aber ich freue mich drauf. Was, Willi? Tja, ich komme mir schon vor wie eine Ölsardine. Die jeden Augenblick gegessen werden kann. Herr Kapitän, Funkspruch. Für uns? Verdammt. Was? Besteht begründeter Verdacht, das Unternehmen dem Feind verraten. Handeln nach eigenem Ermessen. Verraten? Wieso? Was bedeutet das? Dass die Amis vielleicht schon auf uns warten, das heißt das. Was wollen Sie machen? Verstehen Sie das? Verraten? Wollen wir umgehen? Jetzt? 2 Tage vor der amerikanischen Küste? Nachdem wir 46 Tage unterwegs waren? Das muss ja gar nicht stimmen. Steht ja ausdrücklich da, der Verdacht. Was meinen Sie? Wie das steht, ist alles in Ihr Ermessen gestellt. Ich bin dafür, wir fahren weiter. Wie Sie wollen. Also es bleibt dabei, wir landen. In der Frenchman Bay. Wollen Sie mal durchsehen? Wir sind ja schon ziemlich nah dran. Laufend Wassertiefe loten. Wassertiefe loten. Der Verkehr auf der Straße ist sehr stark. 20, 18. Achtung, Schraubengeräusche, Steuerbord, achte aus. Weg! Ein Zerstörer läuft genau auf uns zu. Er kommt genau auf uns zu. Schleichfahrt. Grund ansteuern. Äußerste Ruhe im Boot. Hat uns angepeilt? Werden wir gleich merken. Er läuft ab. Auf Seerohrtiefe gehen. Was ist los, Billy? Ist alles in Ordnung? Er läuft ab. Herr Kapitän, wir stehen auf Seerohrtiefe. Danke. Komm, Billy, die Koffer. Was ist denn los, Billy? Wir müssen an Land. Fertig machen. An Land? Ich gehe in Irland. Ich bin in Irland.
Ich mach das nicht mit. Hör zu, Billy, ich verstehe sehr gut, dass einem die Nerven durchgehen, aber jetzt müssen wir raus, verstehst du? Es hat doch keinen Zweck, reiß dich zusammen. Nimm die Koffer. Ist das Schlauchboot da? Jawohl, Herr Kapitän, alles klar. Los, den Koffer. Was ist? Haben Sie uns? Los, komm weg. Los, komm. Komm schon. An den Wagen an. Den an. Hey, was ist denn mit euch los? Wir müssen nach Boston. Können Sie uns mitnehmen? Okay, steigt ein. Und dann bin ich den Spuren nachgegangen. Sie kamen genau aus dem Wasser. So. Und was meinst du, was das für Leute waren, die genau aus dem Wasser kamen? Spione! Spione waren es natürlich. Hast du gehört, Joe? Tja, das Buch habe ich schon mal gelesen. Wieso Buch? Ich habe sie doch gesehen. 2 Männer mit schweren Koffern. Und Waffen drin, was? Und Funkgerät und... Ja, wahrscheinlich. Na, deine Fantasie möchte Geh nach Hause, Junge, schlaf dich aus. Sonst hast du morgen Ärger in der Schule. Aber ich sag Hör doch. mal zu, was ich sage. Unsere Jungs da drüben stehen am Rhein. Und die deutschen Hose der Teufel haben ganz andere Sorgen, als uns Spione zu schicken. Mensch, Boss. Ich stehe hier und sehe auf Boston. Hier bin ich geboren. Brauchte bloß eine Taxe zu nehmen und wäre in 10 Minuten zu Hause. Tu's. Das ist genau der Weg zum Kriegsgericht und sie würden dich hängen. Warum sagst du das? Warum soll ich nicht sagen? Weil es gemein ist. Ich weiß selbst, was los ist. Aber du brauchst es nicht so zu sagen, das mit dem Hängen. Wenn es dich beruhigt, Billy, wir würden nebeneinander hängen. Es ist nur das Gefühl, meine ich. Ich könnte anrufen, zu Hause. Vielleicht ist meine Mutter am Telefon. Ich brauche ja gar nichts zu sagen. Hör zu, Billy, das geht nicht. Das ist hart, ich weiß, aber es darf nicht sein. Von einem toten Sohn hat deine Mutter auch nichts. Herein? Der Whisky. $6. Danke. Kannst mich ruhig mal sehen lassen. Billy. $. Wie viel sind denn das? Was ist los? Was los ist? Jetzt sieh dir das an. Dollars mit Banderolen der Deutschen Reichsbank, diese verdammten Idioten. Aber ich bin ja selber schuld, ich hätte aufpassen müssen. Die Banderolen müssen weg, Billy. Das sind ja mindestens... Du brauchst nicht zu zählen, Billy, 50.000. 50.000? Da sind wir ja reiche Leute. Mensch, so viel Geld wollte ich immer schon mal auf den Haufen sehen. Was ist das? Das sind Diamanten. Das echte? Sei kein Kind, Billy. Und ich habe keinen $1 in der Tasche. Ah, du kriegst ja, Billy, komm.
$1000. Reicht das? Hör zu, Billy. Du musst dich zusammennehmen. Kein Wort zu viel. Denk an den Galgen, du stehst drunter. Genau drunter. Na ja. Sind das wirklich 1000? Ich habe das Gefühl, du weißt noch immer nicht, was los ist und wie gefährlich alles ist. Komm, hör auf mit dem Zählen. Wir gehören zusammen, Billy. Jeder allein ist verloren. Weißt du, ich habe noch nie im Leben so viel Geld auf einmal gehabt. Billy, keiner von uns darf den anderen im Stich lassen. Komm, gib mir die Hand drauf. Wieso weiß ich ja alles? Ich will auch nicht hängen, jetzt mit $1000 in der Tasche. Billy. Dann schlafen wir jetzt und morgen früh sind wir in New York. Grand Central Station, New York City. Grand Central Station, New York City. All military personnel will check at counter 19 for further transportation immediately. Wenn die wüssten, was da drin ist, was? Was machen wir jetzt? Hotel suchen. Jimmy, komm mal zu mir. Jimmy, was würdest du tun, wenn du an einem Abend an einer einsamen Stelle an der Küste Was hat die Stelle so richtig schon lange? zwei Männer sehen würdest, die schwere Koffer tragen? Oh, die würde ich mir ganz genau ansehen. Wenn du siehst, die kommen genau vom Ufer her. Weit und breit nichts, kein Haus, nur die See. Naja, dann würde ich... Was ist los? Da, ein Boy Scout hat eine Meldung gemacht. Warum? Nichts und. Er ist zur Polizei gegangen und die haben ihn ausgelacht. Hm. Ach, du meinst, so sind schon mal deutsche Agenten an Land gegangen? Ja. Aber der Krieg ist dann ein paar verdammten Wochen aus. Glaubst du, es gibt noch solche Wahnsinnigen? In unserem Geschäft haben wir nur mit Wahnsinnigen zu tun. Und wenn das da, was ich davon denke, stimmt, dann... Du meinst, dann haben wir zwei gerissene und gefährliche Agenten in den Staaten? Ja. Vielleicht sogar mitten unter uns. In New York. Bist du fertig? Gleich. Hoffentlich nehmen Sie den Spruch auf. Müssen wir denn das? Das da. Was ist los, Billy? Ja, ich weiß nicht, immer wenn du den Apparat da aufgebaut hast, dann wird mir so komisch. Vielleicht peilen sie uns schon an. Nein, nein, so schnell geht das nicht. Was sagst du? Ich komme mir hier vor wie in einer Mausefalle. Müssen wir denn immer nur in diesem Zimmer hier bleiben? Ja, es ist besser. Na, besser, besser. Bringt nicht so viel. Ist ja sowieso nichts mehr drin. Ich weiß nicht, ob wir nicht ganz was anderes machen sollten. Was denn? Oh, ich könnte dir schon sagen, was. Und ich will dir sagen, was du meinst. Du meinst? Wir sollten das Geld nehmen und verjubeln. Jeden Abend besoffen sein und hübsche Weiber aushalten. Du musst es ja nicht so sagen. Ich sag's aber, Billy. Genau so. Weil du verrückt bist. Ja, du bist irgendwie verrückt. Du sagst immer, ich bring uns an den Galgen, aber wie tust du mit dem, was du da machst? Geh, frag, wer da ist. Wer ist da? Die Zeitung. Moment.
was gemerkt hat? Aber woher denn, Philipp? Hast du sehen, was es im Kino gibt? Nein. Was ist denn immer mit dieser Zeitung? Ist das Spanisch? Kannst du das lesen? Ja. Hör zu, Billy. Wir haben 2 Verbindungen mit unseren Leuten. Das da und hier die Inserate in der Zeitung. Wieso? Alles brauchst du auch nicht zu wissen, Billy. Was ist? Was wollen die? Nun sag doch schon. Das ist eine Adresse, die ich jetzt aufsuche. Es geht los, Billy. Bau den Apparat inzwischen ab. Und bleib im Zimmer, bis ich zurückkomme. Kann uns hier jemand hören? Nein. Wieso? Na, dann setzen wir uns doch. Hören Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Worum geht es? Um 58.634 Dollars und 40 Cent. Die Sie in den Jahren 1938 bis 1942 vom deutschen Geheimdienst bezogen haben. Stimmt doch, nicht? Was sagen Sie? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Sie müssen wahnsinnig sein. Wer sind Sie denn? Woher kommen Sie? Ich komme aus Berlin. Aus Berlin? Das ist doch ein Witz. Hören Sie, ich habe ebenso wenig Zeit wie Sie. Man hat mir eine Menge Unterlagen mitgegeben für den Fall, dass Ihr Gedächtnis Sie im Stich lassen sollte. Sie haben eine Menge Dollars bekommen für eine Menge Informationen, die nicht schlecht waren. Ich soll Ihnen das ausdrücklich bestätigen. Falls Ihnen etwas daran liegt. Und? Was wollen Sie von mir? Sie müssen mir helfen. Danke. Aus dem Geschäft bin ich heraus. Ja, das sehe ich. Sie haben jetzt einen gut gehenden Getreidehandel. Vom Geld der deutschen Abwehr. Und Frauen und Kinder haben Sie auch? Ja. Und das alles möchten Sie natürlich behalten. Das hübsche Geschäft, die nette Familie. Es liegt Ihnen doch nichts daran, mich zu ruinieren, mich unglücklich zu machen. Nein, und bitte bleiben Sie vom Schreibtisch weg. Sollten Sie auf den Gedanken kommen, die FBI anzurufen, mich hochgehen zu lassen, dann denken Sie bitte daran, dass Sie mit hochgehen würden. Was wollen Sie von mir? Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Ich erfahre von Ihnen, wie ich an das Manhattan-Projekt herankomme. Manhattan-Projekt? An die Atombombe? Ah, ich sehe, Sie wissen Bescheid. Natürlich weiß ich Bescheid. Ein solches Geheimnis ist das auch wieder nicht. Und ihr glaubt, das hilft euch noch was? Das ist nicht meine Sache. Ein Agent erfüllt Aufträge. Ich nicht mehr. Ich bekomme von Ihnen ein paar Adressen, die mir weiterhelfen. Wenn ich die von Ihnen kriege, dann sehen Sie mich nie wieder. Gut. Aber darf ich Ihnen einen Rat geben? Ich an Ihrer Stelle würde abhauen, so schnell es geht, nach Südamerika. Besten Dank. Da mag ich das Klima nicht. Das Klima hier ist schlechter für Sie. In 3 Tagen hole ich mir die Adresse.
Ich habe keine Schuld, ich bin absolut im Recht. Ich habe einen Zeugen. Was Sie hier reden. Sie haben es doch gesehen, es war gut. Haben Sie es gesehen, oder? Ich habe einen Zeugen. Ihr schuldet das, wenn wir seine nicht mehr absolut im Recht. Sie können bei Rot nicht einfach... Halt, da will einer flüchten! Aufhalten! Festhalten! Haltet den Mann! Ich komme bald wieder. Billy. Ich kann's nicht sagen, aber ich spür's. Er wird dich verraten. Irgendwann. Und dann stehst du da und weißt nicht, was du machen sollst. Sagen Sie, mein Freund, hat er telefoniert oder war jemand da? Nein. Ist was? Nein, nein, danke. Ich frage nur. Da ist es. Ich hab's.
wiedergefunden. Da wohnen wir. Na, so schön ist ja dann wieder nicht, ne? Was denn? Gefällt dir wohl nicht, hm? Wenn wir wollten, könnten wir im Waldorf Astoria wohnen. Glaubst du das? Ja, ich glaub's. Aber das hier, das ist besser für uns. Wir sind nämlich nicht nur feine Leute, wir sind auch kluge Leute. So. Da. Nun hau ab. Wir sehen uns morgen wieder. Dann schlaf dich erst mal aus, Kleiner. Kluge Leute. Kluge Leute. Du bist ein Idiot. Ich habe dein Gequatsche gehört. Hallo. Los, steh auf! Ja. Was willst du denn? Geh rein. Was kann jetzt du willst? Ich hab doch nichts getan. Was guckst du mich denn so an? Wenn du nicht mit mir redest, rede ich auch nicht mit dir. Schöner Abend. Was willst du? Was machst du? Hör zu, Billy. Wenn mir mein Leben lieb ist, und es ist mir lieb. Nein! Du bringst uns um, wenn nicht heute, dann morgen. Dann ist es schon besser, wenn ich... Nein, ich verspreche dir. Was versprichst du denn, du? Ich glaube dir kein einziges Wort mehr. Nein, ich bitte dich. Du, eine Nacht wie die mache ich nur ein einziges Mal mit. Geh nicht mehr weg, Erik. Es war nur... Ich hatte Angst. Ich hatte plötzlich Angst. Ich konnte nicht mehr allein sein. Ich konnte nicht mehr allein sein. Bitte, Erik. Tu das weg. Du bist ein Idiot, Billy. Was bist du für ein Idiot? Schlaf dich aus. Hallo? Ich hoffte schon, der Teufel hätte Sie geholt. Noch nicht. Was kann man hier trinken? Hören Sie zu. Sie werden verstehen, ich habe keine Lust mehr, mich hier lang mit Ihnen sehen zu lassen. Darin finden Sie eine Adresse. Mit dem Mann können Sie sich treffen. Der kommt genau aus Oak Ridge, wo Sie das Ding produzieren. Und wie kann ich ihn erreichen? Steht drin. So, und nun sagen Sie mir nicht auf Wiedersehen. Sie wünschen? Danke, ich habe alles. Ach, Verzeihung, Mr. Green. Ziehen Sie auch aus? Wieso auch aus?
Na, der eine Herr ist doch ausgezogen. Die Rechnung ist bezahlt. Ausgezogen ist doch nicht gut möglich. Ich meine, er kommt wieder. Scheinbar nicht, der hatte ja die Koffer bei sich. Die Koffer? Ja, Verzeihung. Ist das nicht in Ordnung? Wie? Ja, ja. Hat er was hinterlassen? Hier nicht. Vielleicht auf dem Zimmer. Ja. Ich sehe gleich nach. Mr. Brown, ich sitze hier mit $200 in der Tasche und bin aufgeschmissen. Ich muss weg. Sie müssen mir noch einmal helfen. Nichts tue ich mehr für Sie, verstehen Sie? Wir sind quitt. Moment mal. Eine kleine Chance besteht. Hallo? Irgendwo muss er die Koffer lassen, bevor er weiß, wohin er geht. Hallo? Eine kleine Chance. Eine ganz kleine. Your attention, please. Train number 620 is now ready to depart from track 7 for Los Angeles via Pittsburgh, St. Louis, Kansas City, Topeka, Santa Fe, and Phoenix. All aboard, please. Haben Sie die Augen in der Tasche? So. Now departing for Boston via New Haven, Rochester, Hartford, Wheeling, and Jackson City. Train number 73 from track 2. All woman passengers will please board the train at gate 12. Verzeihen Sie, ich hab's sehr eilig. Mein Zug geht gleich. 2 Koffer, da stehen sie. Ja, aber eher kommen können Sie nicht. Na? Habe ich denn den Schein? Den Schein doch nicht etwa verloren? Doch, die Schlüssel habe ich. Das wäre aber besser, Sie hätten den Schein. Ja, was mache ich denn da? Das spricht für Sie. Das sind meine Koffer, da stehen sie. Ja, da können Sie gar nichts machen. Wo ist denn der Vorsteher? Vorsteher. Moment bitte. Hier sind die Schlüssel. Sowas macht uns immer eine Menge Ärger. Und auf Ärger bin ich gar nicht neugierig. Ich kann Ihnen genau sagen, was drin ist. Also, was ist drin? Ein Schlafanzug, grau, schwarz-gelb gestreift. Dann ein Fotoapparat, eine Leica. Made in Germany? Ja, habe ich aus England mitgebracht. Dann 2 Krawatten, eine graue, eine schwarz-blau gestreifte. Oh, was ist das? Das ist eine Elektronenröhre. Ich bin Radiobastler. Gut. Also nehmen Sie Ihren verdammten Koffer und hauen Sie ab. Vielen Dank. Hallo Erich! Paulo! So trifft man alte Bekannte wieder. Was machst du hier in New York? Was machst du hier? Ich bin schon seit 6 Jahren nicht mehr in Peru. Seit damals, als wir zusammen für Senor Cervantes da geschuftet haben. Erinnerst du dich noch an ihn? Natürlich, das heißt mehr an seine Tochter. Nein, aber im Ernst, aber was machst du wirklich in New York? Haben sie dich damals nicht abgeschoben nach Deutschland? Nein, leider in die andere Richtung. Hier haben sie mich erst interniert und dann laufen lassen. Radiotechniker kann man überall gebrauchen. Na, großartig. Kommst du von einer Reise? Ja, ich habe hier in New York eine Stellung eingenommen. Ich bin gerade eben angekommen. Und ich will gerade wieder weg. Für 2, 3 Monate nach dem Süden. Aber wir müssen uns unbedingt sehen. Unbedingt. Weißt du schon, wo du wohnst? Keine Ahnung. Du, da kann ich dir helfen. Außerdem gehst du mir so nicht wieder durch die Lappen. Zieh in meine Wohnung, die steht leer. Das ist deine Wohnung? Ja, wenn du Lust hast. Natürlich, sehr gern. Hier sind die Schlüssel.
Und wenn angerufen wird, weißt du, ich bin immer noch nicht verheiratet und kenne eine ganze Menge hübscher junger Mädchen, dann sagst du, ich komme bald wieder. Aber spannen Sie mir nicht aus, du. Keine Angst. Du, ich muss. Erich, ich freue mich. Mach's gut. Ja, wo wohnst du denn? Steht ja drauf. Wiedersehen. Wiedersehen. Aber die können doch noch gar nicht abgeholt sein. Ich habe doch die Scheine hier. Das verstehe ich auch nicht. Das ist ja der Vorsteher. Zeig mal her. Hier. 2 Koffer waren es? Ja. Das kann doch nur die sein, die ich selbst rausgegeben habe. Einem Mann, der die Schlüssel hatte und genau wusste, was drin war. Ja, ja. Was heißt ja, ja? Sind das überhaupt Ihre Scheine oder haben Sie die vielleicht gefunden? Und versuchen Ihr Glück eben mal. Nein, ich habe doch die Koffer selber aufgegeben. Na, ich denke, wir nehmen das zu Protokoll. Ich habe ja gesagt, das gibt Ärger. Kommen Sie. Nein, das ist schon gut. Das war sicher ein Freund von mir. Das ist sicher in Ordnung. Sagen Sie, bleiben Sie stehen! Da stimmt doch was nicht! Hey, bleiben Sie stehen! Halten Sie den Mann auf! Hey, warum laufen Sie denn? Nanu, was machen Sie denn hier? Dasselbe wollte ich Sie fragen. Ich bin ein Freund von Paolo Santi. Er hat mir seine Wohnung überlassen. Ach, mir auch. Ihnen auch? Ja. Er muss mehrere Schlüssel haben und eine Menge Leute, denen er sie anvertraut. Offenbar. Kennen Sie ihn schon lange? Ziemlich. Wir waren vor dem Kriege zusammen in Peru bei der gleichen Firma. Und heute habe ich ihn wieder getroffen. Wollen wir nicht hineingehen? Natürlich. Ich habe ein kleines Modegeschäft. Das wird gerade neu eingerichtet. Ich habe sonst immer dort geschlafen. Hat Paolo Ihnen nicht gesagt, dass er mir die Schlüssel gegeben hat? Kein Wort. Das sieht ihm ähnlich. Ich überlasse Ihnen selbstverständlich die Wohnung. Wieso? Ich kann genauso gut im Geschäft schlafen. Nur riecht es da so nach Farbe. Wollen wir was trinken? Hm. Ich habe Lust auf einen Whisky. Ich auch. Sie sind kein Amerikaner, nicht wahr? Merkt man das? Ja. Ich bin Norweger. Ich bin über England hierher gekommen. Zum ersten Mal in New York? Ja. Übrigens, ich heiße Joan Kemp. Ich bin Erik Thorsten. Sie sind William Curtis Cole. Seit Jahren gesuchter in Fahnenflucht. Ist das richtig? Ja. Schön, dass Sie vernünftig sind. Wir haben Ihren ganzen Lebenslauf hier. Bloß, da ist eine Lücke. Was haben Sie die letzten Jahre gemacht? Ja, ich bin nach Argentinien gegangen. Das kam alles, weil mein Vater war Deutscher. Ja, er wurde interniert. Steht alles hier. Steht auch, dass er gestorben ist, nur weil er nicht rechtzeitig operiert wurde? Wollen Sie damit sagen, dass Sie keine Lust hatten, für ein Land zu kämpfen, das Ihren Vater einsperrt? Ich konnte es nicht. Und deshalb bin ich nach Argentinien gegangen. Was haben Sie in Argentinien gemacht? Hab ich gearbeitet auf einer Farm und in einer Fabrik. Welcher Fabrik? Nennen Sie ein paar Adressen. Wieso Adressen? Kann ich eine Zigarette haben? Gib ihm eine. Warum sind Sie denn so aufgeregt? Noch nicht aufgeregt. Sagen Sie uns mal, was haben Sie in New York gemacht? Nichts. Ich war gerade angekommen und wollte... Kann ich noch mal Feuer haben? Gib ihm Feuer. Was wollten Sie? Ich wollte mich in der Arbeit umsehen. Was war mit den Koffern?
Die hatte ich aufgegeben. Das wissen wir ja. Aber Sie wurden abgeholt. Von einem anderen. Kennen Sie den? Ja, ich habe ihn flüchtig kennengelernt. Unterwegs. Er muss mir die Schlüssel irgendwie gestohlen haben. Wieso wusste er, was drin war? Er wusste es genau. Ja, das verstehe ich auch nicht. Na schön. Alles ein bisschen mager, was Sie da erzählen. Ein Deserteur, 2 Männer, 2 Koffer. Ich hoffe, Sie sind sich darüber klar, dass Fahnenflucht Sie einiges kostet. 2 Männer und 2 Koffer. Können wir ihn abführen, Mr. Bentley? Wie? Nein, Moment mal. Jimmy, erinnerst du dich? 2 Männer und 2 Koffer. Ach, bitte setzen Sie sich doch noch mal hin. Warum, was ist? Ich frage, nicht Sie. Sagen Sie, wie sind Sie in die Staaten gekommen? Wieso, wie? Antworten Sie. Wo, welche Strecke, welcher Grenzort? Das war... Ich weiß nicht. Ach, das wissen Sie nicht. Doch, ich weiß. Aber Sie müssen überlegen, ne? Warum? Zu welcher Tageszeit war es? Mit welchem Zug? Oder sind Sie gar nicht mit einem Zug gekommen? Vielleicht mit einem Schiff? Ich? Ja, ich. Mit welchem? Sagen Sie es. Antworten Sie. Wo sind Sie an Land gegangen? An Land gegangen? Ja, das habe ich gefragt. Wann? Wo? Los, antworten Sie. War es nicht in der Frenchman Bay? Kamen Sie nicht mit einem deutschen U-Boot? Ich weiß nicht. Was wollen Sie? Ich will Ihnen sagen, wie es war. Es war fast Mitternacht, etwas neblig, auf der Straße an der Küste Verkehr, Lichter. Sie kamen an Land mit einem Schlauchboot, gerudert von deutschen Marinesoldaten. Es war jemand bei Ihnen. Sie hatten 2 Koffer. Sie gingen durch den Wald auf die Straße, hielten ein Auto an. War's so? Nein. Warum sagen Sie nichts? Hören Sie, Billy. Wir haben Leute in Argentinien sitzen. Ich brauche nur einen Funkspruch aufgeben und weiß alles, was Sie gemacht haben. Ich blättere Ihnen Ihr Leben auf wie ein Buch. Jeden Schritt, den Sie gemacht haben, den werde ich morgen früh wissen. Komm, Junge, erzähl. Mach keinen Helden aus dir. Bist ja keiner. Du kamst mit deinem Boot an Land. Stimmt's? Hallo, ich sag schon. War es so? Ruf meine Frau an, ich komme heute nicht nach Hause. Hat es Ihnen geschmeckt? Wie noch nie in meinem Leben. Das ist übertrieben. So gut koche ich wieder nicht. Es war auch nicht das Essen allein. Alles. Wie arg zu zweit zu sein. Das meine ich. Helfen Sie mir? Gern. Irgendwie ist es merkwürdig. Wir haben uns erst heute kennengelernt und essen zusammen und räumen ab wie ein altes Ehepaar. Oh, mir gefällt's sehr gut. Dummerweise mir auch. Wieso dummerweise? Also gut, nicht dummerweise. Aber es ist so selten so etwas. Wollen Sie sagen, dass Sie keinen Freund haben? Paul Santi ist doch sicher einer. Ja und nein. Er ist unkompliziert. Ich mag Leute, die so einfach sind wie er, aber ich liebe sie nicht. So, und jetzt? Wollen wir ausgehen? Nur wenn Sie wollen. Ich bleibe lieber hier. Ich auch. Warum lächeln Sie? Weil das so unwahrscheinlich ist. Was? Dass ich hier sitze und zum ersten Mal seit langer Zeit ruhig bin. Das ist wie ein Geschenk, von dem ich nicht weiß, ob ich es annehmen darf. Solche Geschenke darf man immer annehmen. Das ist eine verrückte Welt. Das macht nur der Krieg, der bringt alles durcheinander. Soll ich uns Kaffee machen? Ja, sehr gern. Ich setze nur das Wasser auf. Wissen Sie, was ich gerade überlege? Mhm. Ich glaube, ich kann doch hier bleiben, meinen Sie nicht? Oder? Ich nehme das Schlafzimmer und Sie nehmen dieses hier, das geht doch. Natürlich. Und
Angst brauchen wir ja voreinander nicht zu haben. Nicht wahr? Nein. Erich Gimpel heißt er, oder Edward Green, oder es gibt ja Namen genug. Aber können Sie ihn beschreiben? Wie sieht er aus? Ich weiß nicht. Ist er schlank, schmal, hat er graue Haare, trägt eine Brille? Nun erzählen Sie mal, was für Eigenschaften hat er? Ich weiß nicht. Sie müssen es wissen. Graben Sie Ihr Gedächtnis um. Wir lassen Sie nicht eher hier raus, bis Sie alles gesagt haben, was Sie wissen. Wie spricht er? Hat er einen Akzent? Ja, hat er. Stark? Nein, nicht sehr stark. Zum Teufel lassen Sie sich nicht alles aus den Zähnen ziehen. Hat er irgendwo Narben, eine besondere Art zu gehen, sich zu bewegen? Was für eine Zigarette raucht er? Was für eine Zeitung liest er? Zeitung? Südamerikanische habe ich mal gesehen. Was für eine? Eine besondere? Ich weiß nicht. Hören Sie, vorher waren Sie nur ein mieser Deserteur. Aber jetzt sind Sie ein Agent, der einen Anschlag auf die Vereinigten Staaten unternommen hat. Wir haben keinen Grund, Sie zu schonen, verstehen Sie? Wir werden Sie Tag und Nacht verhören, bis wir Sie ausgepresst haben wie eine Zitrone. Was wissen Sie über den Auftrag, den er hatte? Nichts. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie hier in Land gegangen sind ohne einen Zweck. Ich schwöre, ich weiß nichts. Hatten Sie Sprengstoff mit? Nein. Aber irgendwas müssen Sie doch in New York gemacht haben. Einmal hat er jemanden aufgesucht. Wer war das? Was wollte Gimpel von ihm? Hat er mir nicht gesagt. Nur einmal hat er gesagt, es soll noch mehr kommen. Noch mehr Leute aus Südamerika. Daher vielleicht die südamerikanischen Zeitungen. Verständigung durch Inserat kann sein. Ich glaube, wir sind einer großen Sache auf der Spur. Ich weiß noch etwas. Er holt immer das Geld, das Kleingeld, das holt er hier oben raus. Excelsior? Bitte Mr. Griffins. Danke. Mr. Griffins, hier ist Dax 2. Ich erhielt Ihren Namen von... Richtig? Wann und wo können wir uns sehen? Gut. Morgen früh 11 Uhr. Und wo? Und wie erkenne ich Sie? Ich habe verstanden. Einen Hund. Danke. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Hier ist eine Decke. Danke. Bei mir waren 2. So, ich hoffe, das wird gehen. Wir lügen uns eine Menge vor, oder nicht? Ja. Wir mögen uns, nicht wahr? Gute Nacht. Könnte er das sein? Oder ist das Gesicht schmaler? Ja, so ungefähr. Nicht so ungefähr. Das muss genau sein wie eine Fotografie. Das Kinn ist stärker und die Stirn ist höher. Was Neues? Ja, hier. Alle Vollmachten, die wir brauchen. Vollmachten, wie wir sie nie besessen haben. Ist die Überwachung der Hotels angeordnet? Seit einer Stunde gibt es nicht die kleinste Pension, vor der nicht unsere Leute stehen. Gut. Genauso wichtig sind die Zeitumstände. Und wenn wir 1000 Leute dafür einsetzen müssten, um die zu beschatten. Wenn ein Mann kommt und eine südamerikanische Zeitung verlangt und mit Kleingeld bezahlt, das er hier oben aus der Tasche nimmt, sofort verhaften. Ja. Und was ist mit der Presse? Kein Wort davon, die Öffentlichkeit. Es ist die härteste Jagd, die wir jemals auf einen Mann angesetzt haben. Er muss gefunden werden. So schnell wie möglich. Unter 10 Millionen Menschen in New York. Besten Dank. Die Prensa, bitte. Kommen Sie, machen Sie doch. Ach, lassen Sie es.
Na, Dicky. Das ist aber ein feiner Hund. Ja, Sie scheinen was von Hunden zu verstehen. Komm, Dicky, sag guten Tag. Ich habe ihn noch nicht lange und er ist noch sehr jung. Wollen wir uns hier unterhalten? Warum nicht? Lauf nicht weg, Dicky, sonst ist Herrchen traurig. Sie wissen, worum es geht? Ja, Sie wollen wissen, was mit Oak Ridge ist, was ich verstehen kann. Ich bin interessiert an allen Einzelheiten, die ich bekommen kann. Technisch, militärisch, politisch. Gut, gut. Und was ist Ihnen das wert? Verzeihung, die Interessen sind verschieden. Die einen wollen Kriege gewinnen. Wenn Sie mich fragen, ich möchte mir eine Farm kaufen. Eine Hundefarm. Das macht mir Spaß. Gut, 1000 zuerst. Lässt sich hören. Wobei Sie sicher mit sich reden lassen. Mehr, wenn ich was erfahre. Nichts gegen zu sagen. Tja. Und? Wieso und? 1000 haben Sie gesagt. Sie brauchen nicht nachzuzählen. Dafür ist es auch zu wenig. Hey, Sie! Ist das Ihr Hund da? Den müssen Sie an die Leine nehmen. Das ist wahr. Komm, Dicky, komm. Der bringt es fertig und beißt die Vereinigten Staaten ins Bein. Auch du und bist der Obrigkeit untertan. Na, kleinen Schrecken gekriegt? Sind Sie interessiert, mit einem Wissenschaftler zu sprechen, der in Oak Ridge arbeitet? Ich kann Ihnen den Namen nicht sagen, aber große Klasse. Ja, natürlich. Übermorgen sage ich Ihnen Bescheid. Um 5 Uhr nachmittags. Und vergessen Sie nicht, dass ich für meine Farm noch eine Menge Geld brauche. Das ist wieder Washington. Ah, ich weiß, was die wollen. Hier, das ist er. Billy schwört, das sei so gut wie ein Passbild. Sofort vervielfältigen lassen. Ab morgen muss das jeder Polizist in New York in der Tasche haben. Gut. Was ist mit den Hotels? Nichts. Offenbar wohnt er in keinem Hotel. Weißt du, Jim, wenn wir den Burschen nicht fassen, dann können wir einpacken. Lies mal, was Washington durchgibt. Die tun so, als sei nicht ein Mann gelandet, sondern eine ganze Armee. Irgendwo ist er. Irgendwo in diesem verdammten Häusermeer. Weißt du, seitdem ich das Geschäft habe, fühle ich mich glücklich. Kannst du das verstehen? Irgendwie bin ich stolz darauf, dass ich es geschafft habe. Das glaube ich. Später kaufe ich noch das Nebengeschäft dazu. Ich habe schon mit den Leuten gesprochen. Hier kommt die Treppe her und da geht es in den ersten Stock. Das ist natürlich noch lange hin, so eine Art Zukunftsmusik. Aber die Pläne habe ich schon alle fertig. Findest du sowas dumm? Ich meine, so weit vorauszudenken. Nein, gar nicht. Alles an dir ist klar, du weißt, was du willst, deine Zukunft ist nicht fragwürdig. Darüber denke ich nach. So, wollen wir gehen? Ja, wir müssen nur noch etwas einkaufen. Wir essen doch wieder zu Hause, nicht wahr? Natürlich. Du glaubst gar nicht, wie mir das Spaß macht. Ich meine, zu kochen und für jemanden zu sorgen. Sieht so aus, Joan. Ich rede, als wollte ich mir einen Mann einfallen. Aber bisher gab es noch keinen, der mir gefallen hätte. Bisher? Ja, weißt du, ich werfe mich dir wirklich an den Hals. Oh, bitte tu's, Joan. Mein Gott, Erik, sag etwas. Was soll ich sagen, Joan? Irgendetwas. Ich muss jetzt etwas von dir hören. Gut. Ich hatte einmal eine Freundin, Joan. So? Hattest du? Mhm. Ich hatte eine ganze Menge Freundinnen in meinem Leben. Macht nicht. Also was war mit der Freundin? Die sagte mir einmal, du liebst niemanden, aber vielleicht lernst du es eines Tages noch. Irgendwann. Wahrscheinlich, wenn du es brauchst. Und? Jetzt ist es soweit. Sag bitte, wieso, wenn du es brauchst? Nun ja, ich meine... Erik, ich habe es schon gemerkt. Was? Irgendetwas ist mit dir. Du bist unruhig, du rauchst andauernd. Du bist so nervös. Warum? Was, unruhig? Ich habe nichts, wirklich nicht.
Du hast keine Stellung, nicht wahr? Nein, im Augenblick nicht. Erik, ganz ehrlich, brauchst du Geld? Das Geld? Ja, versteh mich richtig. Ich würde dir sehr gerne helfen. Nein, Joan, nein. Geld brauche ich wirklich nicht. Außerdem, Joan, denk an dein Geschäft. Ein Geschäft, Erik, ist niemals so wichtig wie ein Mensch. Meinst du? Ich werde darüber nachdenken. Und wo treffe ich diesen Professor? Im Central Park. Er sitzt auf einer Bank und liest eine Zeitung. Neben ihm steht eine Aktentasche aus schwarzem Leder. Sie fragen, ob noch ein Platz frei ist, und er sagt bitte. Er legt dann die Aktentasche von der einen auf die andere Seite. Gut. Noch eine Frage. Ich möchte gerne einen Überblick haben über Oak Ridge selbst. Eine Karte, verstehen Sie, wie die Werke zueinander liegen und was in ihnen produziert wird. Ich verstehe. Wenn ich das kriege, sind Sie Ihrer Farm ein gutes Stück näher. Darüber würde ich gerne mehr hören. Moment. Ich hole mir nur eben eine Zeitung. La Prensa, bitte. Was ist denn das für einer? Wohl ein Rassehund? Sie scheinen ja von Hunden was zu verstehen. Ich habe selber einen zu Hause, einen Terrier. Weiß sämtliche Teppiche kaputt. Da sollten Sie mal meine Frau hören. Tja, einen Hund kann man sich anschaffen, aber eine Frau, nee. Verzeihung, ist hier noch ein Platz frei? Bitte? Wollen wir hier reden? Wenn Sie erlauben, ja. Sie werden nichts dagegen haben, wenn ich mich so kurz als möglich fasse. Natürlich nicht. Sie sind also ein deutscher Agent. Ich nehme an, man hat Ihnen genau... Genau gesagt. Aber ich möchte es gerne noch mal von Ihnen hören. Ja. Ich kenne mich nämlich in derartigen Berufen nicht aus. Und auch das, was Sie von mir erwarten, ist eine Sache, in der ich Neuling bin. Das macht ja nichts. Haben Sie Geld bei sich? Natürlich. Vielleicht nicht genug, aber... Na, ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe mit Ihrem Geld nichts zu tun. Verstehen Sie, ich will es nicht. Umso besser. Verzeihung, aber Leute, die für Geld arbeiten, sind stets, wie soll ich sagen, die anderen sind mir lieber. Warum? Weil sie bessere Motive haben. Ich habe allerdings ein besseres Motiv, wie Sie es nennen. Bitte, wollen wir nicht wirklich woanders hingehen? Stört Sie der Kinderlärm? Mich nicht. Ich höre ihn gern. Sie wissen nicht, wo und wie ich arbeite. Im Laboratorium innerhalb von Betonklötzen jeden Lärm ersticken. Alles geht lautlos, automatisch. Das Auge wird durch Fernsehen ersetzt. Die Hand durch Greifzangen, die man lenkt. Man ist selber wie kein Mensch mehr. Man ist nichts als Verstand. Nein, nein. Ich höre das gern. Und es ist gut, dass es gerade Kinder sind. Nun, es macht auch nichts. Also, was wollen Sie wissen? Wie weit Sie mit der Bombe sind. Tja, die Bombe. Glauben Sie an Gott? Wie? Verzeihung, aber... Sie sehen keinen Zusammenhang, nicht wahr? Ist auch scheinbar keiner. Scheinbar. Dazu muss man mehr wissen. So viel wie ich. Dann kommt man darauf. Auf Gott und auf alles Mögliche kommt man. Auf den Tod und den Sinn des Lebens. Ich erzähle Ihnen lauter Dinge, die Sie gar nicht von mir hören wollen, ne? Sie wollen wissen technische Einzelheiten, die Formel, wie man es macht, so eine Bombe. Aber da muss ich Sie enttäuschen. Das sage ich Ihnen nicht. In meiner Aktentasche, wenn Sie darauf spekuliert haben, sind nur Butterbrote. Warum treffen Sie sich dann mit mir? Um Ihnen wohl etwas zu sagen. Es gibt keine technischen Schwierigkeiten mehr für die Bombe. Sie wird bald. Es dauert nicht mehr Jahre, vielleicht nur Monate, vielleicht nur Wochen. Das wollte ich Ihnen sagen. Sie ist fertig. Was kommt, ist Montage.
Mehr nicht. Die Bombe ist so gut wie da. Haben Sie einen Beweis dafür? Ich will Ihnen mal was sagen. Und hören Sie gut zu. Diese erste Bombe eröffnet ein schreckliches Zeitalter. Ich habe mitgeholfen, diese Bombe zu konstruieren. Wissen Sie, was ich jetzt möchte? Mithelfen, einen neuen Menschen zu konstruieren, der damit umgehen kann. Machen Sie Schluss mit dem Krieg. Das geben Sie nach Berlin durch. Sie sollen Schluss machen, verstehen Sie? Bevor die Bombe fällt. Denn wenn sie fällt, fällt sie auf Berlin. Und auf ganz Deutschland werden Atombomben fallen. So, das wollte ich Ihnen sagen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Washington. Ich verstehe alles, aber einige tausend Leute beschäftigen sich hier in New York mit nichts anderem. Mich eingeschlossen, wenn Sie das gelten lassen. Radio und Presse dürfen wir nicht einsetzen, da sind wir auf einen Zufall angewiesen, auf irgendeinen blödsinnigen Zufall. Natürlich, es gibt kein Hotel, in dem nicht unsere Leute sind. Bitte schön, einen Prospekt. Dankeschön. Ich wünsche recht viel Vergnügen. Ich habe ein Zimmer vorbestellt. Wann bitte? Vor 2 Tagen. Zimmer 69. Hey, Sie da! Harry, das ist er! Sofort Polizei verständigen! Was machst du? Ich ziehe mich endlich an. Muss es denn so eilig sein? Nein, wirklich, Robert. Wir haben noch nicht einmal zum Mittag gegessen. Na und? Haben Sie einen Mann gesehen? Groß, schlank. Er muss sich hier versteckt haben. Was ist denn hier los? Folgendes los. Die Hälfte der New Yorker Polizei ist da. Sie suchen hier einen Mann. Mit so viel Geschrei? Er ist hier im Hotel. Fast so gut, als hätten wir ihn. Das ganze Viertel absperren, jedes Zimmer durchsuchen. Wir sind schon dabei. Und er muss aber doch hier reingelaufen sein. Bitte aufmachen! Polizei! Bitte mach nicht auf. Sag, du bist nicht angezogen. Hallo! Aufmachen! Ja, ich bin nicht angezogen. Wer sind Sie denn? Hören Sie, bitte machen Sie mir keinen Ärger. Gut, ich bin da, aber meine Scheidung läuft ja bereits. Und wir wollen ja auch heiraten. Ach, machen Sie doch hier, was Sie wollen, Sie Casanova. Auf Sie sind wir nicht scharf. Was hast du denn? Ist doch alles gut gegangen. Ja, es hätte aber auch schief gehen können. Hast du das gehört? Ja. Im Badezimmer. Auf dem Dach!
machen Sie da? Bleiben Sie stehen. Bitte lassen Sie mich durch. Sie sollen stehen bleiben. Rühren Sie sich nicht. Gilt Ihnen die Schießerei da oben? Ja, bitte lassen Sie mich durch. Ich schlag Sie zu Brei, wenn Sie nicht stehen bleiben. Was? Sie wollen mich zu Brei schlagen? Er muss hier irgendwo sein. Alle Wohnungen durchsuchen. Die Kinder hier weg. Er ist nicht zu finden. Er ist bestimmt hier. Um Gottes Willen, Erik. Was ist denn passiert? Hast du einen Unfall gehabt? Bitte gib mir was zu trinken. Nur Wasser darf es nicht sein. Sag doch, was ist passiert? Bitte frage nicht, ich kann dir nicht antworten. Ich habe Angst, John, dass ich dich verliere. Ununterbrochen denke ich darüber nach, Tag und Nacht. Aber vielleicht habe ich dich schon verloren. Jetzt, in diesem Augenblick. Warum? Weil ich dir nicht sagen kann, warum ich so, wo ich war und... Sucht dich die Polizei? Ja. Ich verstehe es nicht. Wir kennen uns zwar noch nicht sehr lange, aber du siehst nicht aus wie ein Verbrecher. Du bist es nicht. Du willst sagen, ich brauche dir nicht zu erklären? Nein. Mein Gott, John. Es ist verrückt. Ich habe in diesem Leben nicht viele, sagen wir, Ziele gehabt. Große, meine ich. Und die ich hatte, die waren falsch. Jetzt sehe ich es. Aber dass ich dich habe, das ist alles. Das ist das Beste, das ich jemals hatte, John. Und es schließt alles ein. Das Glück und einen Sinn, den plötzlich alles bekommt. Wenn du es so siehst. Ja. Und ich habe noch alles in der Hand, John.
Ich kann Schluss machen mit allem, was ich bis jetzt getan habe. Sie haben gesagt, es steht in meinem Ermessen. Gut. Wenn es in meinem Ermessen steht, so kann ich jetzt mit allem Schluss machen. Ich höre auf. Joan, würdest du mit mir nach Südamerika gehen? Ja. Ich habe da gearbeitet. Ich kann sofort wieder anfangen. Ein Leben mit dir, Joan, wenn du willst. Ich will. Morgen leiten wir alles in die Wege. Du kannst deinen Laden verkaufen oder vermieten. Ich besorge die Fahrkarten. Ja? Joan, das Leben ist eine schöne Sache. Noch 30 Stunden, dann sind wir in Rio. Ach, bitte hol du die Flugkarten. Ich besorge mir schnell eine Zeitung. Ich bin gleich wieder da. La Prensa. Sie sind verhaftet. Verhaftet warum? Sie sind der deutsche Agent Erich Gimpel. Ja. Seien Sie willkommen. Ich freue mich, dass wir Sie erwischt haben. Sie haben sich länger gehalten als Ihre Vorgänger. Nehmen die Dinge ab. Sie werden ja jetzt keine Dummheiten mehr machen, wie? Die Dummheiten habe ich wohl hinter mir. Wollen Sie rauchen, was trinken? Danke. Nehmen Sie es als Ausdruck meiner, wie soll ich sagen, Hochachtung für diese Leistung. Denn sie ist eine. Immerhin haben Sie einige tausend Leute in Atem gehalten, von Washington gar nicht zu reden. Aber warum haben Sie diesen Wahnsinn eigentlich gemacht? Ich weiß, ich könnte jetzt einen Helden aus mir machen und sagen, ich tue das für mein Land, was Sie für Ihr Land tun. Aber ich sage es nicht. Sie haben mich erwischt. Genießen Sie Ihren Triumph. Erich, bitte hilf mir. Helfen, Billy? Ich? Angeklagter Gimpel, als Vorsitzender dieser Kommission habe ich die Pflicht, Ihnen das Urteil bekannt zu geben, das über Sie gefällt wurde. Sie wurden in allen Punkten für schuldig befunden und verurteilt zum Tode durch den Strang. Sie sollten aber was essen. Oder wollen Sie verhungern? Spielt aber keine Rolle. Wieso? Ach so. Nee, da haben Sie recht. Komisch, ich vergesse immer, was los ist. Johnny, wie lange habe ich noch zu leben? Alle fragen immer dasselbe. Ich weiß nicht. Sagen Sie immer erst 12 Stunden vorher, das ist Vorschrift. Ich bin jetzt 3 Wochen hier. Ich weiß doch, dass das Urteil in 4 Wochen... Dann muss es vollstreckt sein. Ja. Ich habe also noch eine Woche. Ich glaube. Der Koch wird sich ärgern, wenn Sie das Essen zurückschicken. Er hat extra gefragt, was Sie gern mögen. Warum? Wieso warum? Er will Ihnen Gefallen tun. Ist schon soweit? Bis morgen?
Morgen nicht. Wann? Ach, ich krieg Ärger, wenn ich was sage. Übermorgen? Wenn Sie mich nicht verraten. Ich habe was Leuten gehört vom 15. April. In 4 Tagen. Was ist das? Was ist das? Johnny! Aufmachen! Ich will wissen, was da los ist! Johnny! Was denn los? Was ist das? Johnny, was machen die da? Das werden Sie schon machen. Ich sage ja immer, Sie sollen das Ding nicht in diesem Hof aufbauen. Es gibt andere Höfe, da würden Sie gar nichts hören. Aber ich habe hier nichts zu sagen. Auf mich hört man ja nicht. Ist das? Ja. Dass nun irgendwann mal passieren muss, das wissen Sie doch. Das ist doch nichts Neues. Es gibt aber auch was Hübsches. Sie werden sich freuen. Sie haben nämlich Besuch. Besuch? Von wem? Das ist eine Überraschung. Eine Frau? Ein hübsches Mädchen. Kommen Sie. Das ist eine Zigarette. Sie wissen doch, dass das verboten ist. Geben Sie eine Zigarette. Ich kann jetzt nicht. Das kann einem Nerv töten, was? Danke, Johnny. Gehen. John. Erik. Nicht erlaubt. Es hat so lange gedauert, bis ich die Erlaubnis bekommen habe. Gut, dass du nicht zu spät gekommen bist. Ich bin sehr froh, dass ich dich noch sehe, John. Kann man denn gar nichts mehr tun? Gibt es keine Hoffnung mehr? Das Gnadengesuch ist... Sie haben es abgelehnt. Ist aus. Erik, ich... Sag nichts. Alles, was zu sagen ist, habe ich mir schon selber gesagt, John. Es tut mir so leid. Wir hätten uns nicht kennenlernen sollen. Mir tut es nicht leid. Weil das Glück zu sehen oder zu ahnen, das ist zu wenig, John. Und der Gedanke, es haben zu können, es beinahe haben zu können, dieser Gedanke macht mich wahnsinnig. Erik, ich versuche noch irgendetwas zu tun. Noch ein Gnadengesuch oder... Es hat keinen Zweck, John. Es ist Krieg. Sie müssen mich hängen. Sie müssen einfach. Wenn der Krieg morgen aus wäre, dann würden Sie mich vielleicht begnadigen. Aber er ist nicht aus. Er dauert ein paar Wochen länger. Für mich ein paar Wochen zu lange. Aber Deutschland ist doch schon halb besetzt. Und das bisschen, das fehlt, das ist mein Tod. Lass uns doch nicht davon reden, John. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Die Zeit ist um. Erik, Ja, John? denk an mich, wenn es so weit ist. Vielleicht hilft es dir. Sie müssen gehen. Ja, John. Und ich danke dir.
Ist es soweit? Sagen Sie mal, Gimpel, haben Sie in Ihrem Leben viel Glück gehabt? Ja, ziemlich viel. Aber letzten Endes bin ich doch hier. Ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen. Präsident Roosevelt ist gestorben. Und? Was bedeutet das für mich? Wahrscheinlich, dass Sie leben bleiben. Warum? Weil es eine Staatstrauer gibt von 4 Wochen. Und weil in dieser Zeit niemand hingerichtet werden darf. Verstehen Sie, Gimpel? Das sind die Wochen, die Ihnen fehlen. Sie werden begnadigt zu lebenslänglich. Und das heißt wiederum, irgendwann lässt man sie laufen. Vielleicht schon in 10 Jahren.